Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Caesar 3. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Mission Agaritum Lindum von den City Builders, kreiert für Caesar 3. Wir sind in Britannien und haben hier unsere Stadt Lindum gegründet. Ja, und wir werden nun im zweiten Teil mal anfangen, unser Villengebiet aufzubauen. Ja, wir haben jetzt hier unser Villengebiet. Wir haben 8 Villenstandorte. Wir werden die Villen in einem Ausbaustadium von 3×3 haben. Wir müssen mal gucken, ob wir bis zu den kleinen Palästen sie entwickeln oder zur großen Villa. Und wir haben hier das Versorgungszentrum des Villengebietes mit den Silos, eine kleine Siedlung und dadurch die Lagerhäuser. Das müssen wir jetzt noch alles einstellen. So, dieses Silo nimmt nur Weizen an. Dieses Silo nimmt nur Gemüse an. Ja, und die dritte Nahrungsmittelart hier ist Obst. Das müssen wir einkaufen. Das muss entsprechend gefordert werden. Gut, die Lagerhäuser werden eingestellt. Wir werden jetzt hier das Geschirr fordern. Und wir werden hier Möbel fordern. So, dieses Warenlager wird das Öl fordern. Und wir werden auch direkt Wein hier fordern, beides. So, und dieses eine Warenlager hier wird Obst annehmen. Das Dock dazu habe ich hier bereits gebaut und was ganz wichtig ist, es gibt keinen Anschluss an die Stadt. Das hat damit zu tun, damit Marktfrauen nicht unbedingt hier zu unserem Villengebiet kommen, um Waren hier zu holen und damit die Versorgung von anderen Gütern zu vernachlässigen. Das mache ich eigentlich immer so, dass ich die Villengebiete autark zur Stadt aufbaue. So, aber wir haben hier den Zugang zum Dock. Da machen wir jetzt hier wirklich nur eine ganz kleine Siedlung, damit dieses Dock hier entsprechend Zugang zum Arbeitsmarkt hat. Ja, also einen Ziehbrunnen sollten sie aber trotzdem haben. Und hier muss auch natürlich eine Präfektur hin. So. Und ein Ingenieursposten. Kann hier hin. So, und dieses Dock wird natürlich jetzt nur Waren annehmen, die hier entsprechend auch aufgenommen werden kann. Und das ist dann wahrscheinlich Obst oder wenn wir zum Beispiel Geschirr auch noch irgendwie einkaufen wollen. Gut, wir können die Geschwindigkeit, die ich für das Bauen runtergesetzt habe, wieder auf 70% stellen. So, und natürlich brauchen wir jetzt hier auch Farmen. Wir brauchen die Weizenfarmen. Können wir so bauen. Da würde ich jetzt mal 3 Stück, bauen wir 4. Und Gemüsefarmen können wir hier hinbauen. Da bauen wir 3 Stück. Ja. Das passt doch ganz gut. Ob wir allerdings mit dem einen Ingenieursposten hier auskommen, das glaube ich nicht. Eine Akademie ist eingestürzt. Da kümmern wir uns gleich drum. Ich würde gerne hier doch noch irgendwie das hier besser sichern. Das gefällt mir besser. So. Ja, das ist natürlich schade, dass unsere Akademien hier eingestürzt sind. Das sollten wir jetzt mal wieder aufbauen. Und gegebenenfalls hier auch nochmal eine Sicherung machen in Form eines Ingenieurspostens. Ja, und mittlerweile haben wir 3000 Einwohner in unserer Stadt. So, Arbeitsmarkt. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Ja, wir haben April. Wir können uns wieder mal etwas Geld gönnen, aber bitte nicht vergessen, nachher wieder entsprechend das umzustellen.
Wir können hier dieses Wohngebiet jetzt weiterentwickeln, indem wir das erste Amphitheater bauen. Das passt hier hin und dann kann die Gladiatorenschule... Tja, wie bauen wir das am besten? Ich würde sagen, wie können wir hier hinbauen? Oder wir machen das so. Ja. Und dann bauen wir den einen Ingenieursposten, den ich hier haben wollte, hier auf. Ja, jetzt sollten wir aber auch für Möbel mal ein Limit von 5 einstellen. Waffen, das ist gut, Marmor verkaufen wir und Wein verkaufen wir auch einmal komplett. Ja, Wein machen wir mal ab 2 Einheiten. So, das ändere ich jetzt hier ein bisschen um. Diese Eisenmine möchte einfach keine Mitarbeiter haben. So, dann bauen wir das jetzt so um. Und den Marmorsteinbruch können wir dann auch hier hinbauen. So, jetzt sollen wir ein bisschen Geld verdienen hier. So, wie sieht es hier aus? Die werden wohl kein Wasser haben, ne? Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ja, und dann nehmen wir hier die weg und dann bauen wir hier nochmal Brunnen hin und dann müsste das passen. Ne? Jawohl, so passt es. Hier muss definitiv auch ein Arzt hin. Ja, und den Markt, den bauen wir hier auch schon mal auf. Ja, wir werden jetzt dieses Silo hier abreißen. Da sind nämlich 1900 Einheiten Gemüse drin, die kriegen wir ja gar nicht weg. Hier möchte ich nur Weizen haben. So, und das gleiche gilt eigentlich auch hier. Ne? Da haben wir viel zu viel Gemüse drinnen. Aber da kann der Weizen jetzt erstmal in dieses Silo gebracht werden. Ja, und ihr seht, wie toll sich hier dieses Wohngebiet weiterentwickelt hat. Wir müssen jetzt tatsächlich auch mit der Olivenölproduktion beginnen. Ja, und dafür brauchen wir erstmal noch ein paar mehr Bürger in unserer Stadt. Ja, da haben wir definitiv zu wenig und wir stellen mal das Gehalt wieder um. Naja, komm, dann bauen wir jetzt hier auch das Amphitheater auf. So, dieses Wohngebiet entwickelt sich auch bestens. Oh, wir haben den ersten Aufstand. Okay, wo? Ja, und der Imperator fordert 12 Einheiten Weizen in 12 Monaten. Okay, eins nach dem anderen. Erstmal Geschwindigkeit runter. Wo greifen sie an? Oh, hier. Okay, gut, dass wir jetzt hier die Verbindung gebaut haben. So, ja, ich hoffe mal, dass der Angriff nicht so stark ist und dass unsere Soldaten noch früh genug hier ankommen. So, in der Zwischenzeit werden wir hier dieses Warenlager frei machen für Weizen.
und werden den Weizen jetzt hamstern. Ja, Gott sei Dank, unsere Rebellen verharren hier noch freundlicherweise, bis unsere Wurfspeerträger wenigstens da sind. Ja, das müssen wir ja auf jeden Fall sichern mit einer Mauer und von mir aus auch noch mit ein paar Türmen, finde ich. So, ihr könnt ja schon mal gedreht werden. Ja, jetzt greifen sie an. Ihr könnt hier hin. Gut, der Kampf beginnt. Euch drehe ich auch nochmal. Ja, die Geschwindigkeit können wir jetzt aber, glaube ich, wieder etwas nach oben schrauben. Gut, das haben wir geschafft. Oh, wir haben schon 20 Ladungen Weizen in den Lagerhäusern. Die kaiserliche Forderung können wir verschicken. Den Weizen können wir wieder nutzen. Und ihr könnt zurück. Das ist sehr gut. So, hier darf natürlich jetzt kein Weizen mehr angenommen werden und wir müssen unsere Warenlager einstellen. Jetzt mit den Seehandelsrouten sind natürlich die Produkte jetzt offen, wie zum Beispiel Obst und Oliven und auch Öl. Das ist immer ganz wichtig, dass man dann entsprechend die Warenlager wieder einstellt. So, hier war Wein drin gewesen. Ja. Und der Marmor, der gefordert wird. Hier muss natürlich das auch alles raus. Okay. Wie sieht es hier aus? Ja, genau das gleiche. Ja, da stimmt es. So, Möbel würde ich jetzt mal nicht mehr verkaufen. Haben wir eigentlich zu wenig. Wir haben genug Geschirr. Wir können nachher etwas Geschirr verkaufen. Was ich gerne machen möchte, ist erstmal hier eine Mauer bauen. Wenn hier weitere Angriffe zu befürchten sind, haben wir das hier wenigstens ein bisschen geschützt. Oh, da ist wieder was eingestürzt. Was ist eingestürzt? Das ist eingestürzt. Ich sehe im Moment nichts. Okay. Finde ich vielleicht gleich. So, und was ich natürlich auch noch hier gerne haben möchte, ist definitiv ein Fort mit Legionären. Das würde ich jetzt tatsächlich hier so hinbauen. Oh, Rom zahlt niedrige Löhne. Und der Imperator dankt uns. Endlich kann unsere Gunstwertung steigen. So, kann jetzt hier hin. So, und da seht ihr schon, wie Wein zu unserem Warenlager gebracht wird. Jetzt werden Angestellte benötigt, ich weiß. Tja, schon wieder ist unsere Akademie eingestürzt. Das ist echt doof. So, dann bauen wir jetzt hier mal einen Ingenieursposten noch auf.
So, und das ist jetzt sehr sonderbar. Hier, dieses Amphitheater hat keine Mitarbeiter. Das verstehe ich nicht. Doch eher mal hier hinsetzen. Gucken wir mal, ob das hier besser ist. Ja. Das kann allerdings hiermit zusammenhängen, mit diesem Weg. Aber sicher bin ich mir da wirklich nicht. Auf jeden Fall, da funktioniert es und dann kann sich das hier nämlich auch weiterentwickeln. Ja, Geschirr können wir jetzt tatsächlich mal ein bisschen verkaufen. So, und ich wollte ja mit der Olivenölproduktion beginnen. Uns fehlen allerdings Arbeiter. So, ich hoffe mal, dass sich das jetzt hier besser entwickelt. Ja, Möbel sind da, das ist gut. Ja, wir können hier auch noch mal ein paar Verschönerungen durchführen. So, unsere Olivenölproduktion starten wir hier. Dafür brauchen wir ein Lagerhaus. So, dieses Lagerhaus nimmt die Oliven an. Nein, Oliven, nicht Olivenöl. Wir importieren unsere Oliven. Ja, und ich würde sagen, 1, 2, 3, 4 Olivenölpressen müssten reichen. Oh nein, ein Markt ist eingestürzt. Das ist doof. Das ist echt doof. Dann schauen wir mal eben die Spezialkarten. Schäden. Okay. Dann bauen wir den Markt nochmal neu auf. Dann bauen wir ihn wieder hier auf. So. So, und Feuer. Oh, Feuer ist eigentlich kein Problem hier. Gut, für unser Villengebiet brauchen wir jetzt die Künstlerkolonie. Die bauen wir mal hier hin. Und natürlich das Theater. So, Verschönerungen hier. Ja, das sieht doch besser aus. So, unsere Oliven sind eingekauft worden. Die Olivenölpressen arbeiten schon. Dieses Warenlager hier, nein. Dieses Warenlager, wo wir die Waffen annehmen, das wird jetzt auch das Öl annehmen. So, hier wird ja Öl gefordert. Ja, und das sieht gut aus. So, und hier muss natürlich auch jetzt entsprechend ein Warenlager bauen, wo das Olivenöl gefordert wird. Sehr gut. Ja, und ihr seht, das Wohngebiet hat sich auch hier bestens entwickelt. Ja, und ich werde jetzt tatsächlich auch noch ein Warenlager bauen, nämlich hier. Dieses Warenlager wird Holz annehmen. Wir werden doch jetzt etwas Holz einkaufen. Die 2 Sägemühlen, die schaffen das jetzt nicht, hier die ganzen Möbelschreinereien zu versorgen. Und die können wir auch nachher eventuell dann abreißen, wenn wir unsere Kulturwertung erreichen wollen. So, wir brauchen ein Badehaus, stelle ich gerade fest. Ja, und was geht? So, was ist mit euch?
nicht attraktiv genug. Okay, das können wir ändern. Ja, und das Geschirr haben wir schon wieder alles verkauft hier. Ne? Das müssen wir wieder ausschalten. So, jetzt exportieren wir nur noch Waffen, Marmor und Wein. Das sollte aber eigentlich reichen für unsere Finanzen. So, hier können wir schon den Barbier jetzt bauen. Denn mit dem Olivenöl wird sich das hier entsprechend jetzt weiterentwickeln. Ja, ich habe gerade entdeckt, was eben eingestürzt ist, nämlich unsere Eisenmine, was ich nicht entdeckt hatte. So, bitteschön. So, warum ist hier Olivenöl drin? Weil dieses Warenlager noch nicht eingestellt ist, stelle ich gerade fest. So, und dann seht ihr, das Olivenöl ist hier angekommen. Hier können jetzt noch jede Menge neue Bürger einziehen. Ja, und in unserem Villengebiet müssen wir jetzt das Amphitheater bauen und die Gladiatorenschule. Die kann jetzt hier hin. Tja, und ich glaube, ich würde sogar noch ein drittes Wohngebiet aufbauen wollen. Ich glaube, wir schaffen das nicht, nur mit diesen 2 Wohngebieten nachher auch unsere Kulturwertung zu erreichen. Schaut euch an, was uns da an Bürger fehlen. Wir hätten die Möglichkeit, hier noch einzubauen. Und hier könnten sich dann die Märkte aus diesem Versorgungszentrum versorgen. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. So, wir haben jetzt hier das dritte Wohngebiet aufgebaut. Das parzellieren wir jetzt auch nochmal komplett. So, dann können hier auch nochmal Gärten hin. Ups. Das sollte nicht sein. So, und einen Arzt möchte ich hier gerne noch haben. Und dann ist das gut. Dann kann das hier... Nein, wir bauen noch einen Markt. Und dann können wir die Geschwindigkeit wieder nach oben bringen. So, hier muss natürlich auch ein Barbier hin, wenn wir das hier weiterentwickeln wollen. Ja, und der Vollständigkeit halber schließen wir jetzt hier auch entsprechend diese Grenze. Und schon wieder ist unser Markt hier zusammengebrochen. Das finde ich echt sonderbar, oder? Also, dann bauen wir den Markt jetzt mal hier auf und dann baue ich jetzt hier noch einen Ingenieursposten auf. Und dann kann auch hier noch eine Schule hin, dann kann sich das ja auch weiterentwickeln. Ja, und der Operator hat wieder eine Forderung, 12 Einheiten Weizen in 12 Monaten. So, Schule. Ja, Moment, dann können wir aber den Ingenieursposten auch hier hinbauen, ne? Und den Arzt, den bauen wir jetzt hier hin. So, und dann kann der dort weg, dann könnte man hier noch was anderes bauen. So, wir haben 7 Einheiten Weizen im Warenlager. Okay, dann können wir das hier wieder entsprechend aktivieren. So, hier kann noch ein Theater hin und dann entwickelt sich nämlich das hier auch besser. So, und den Weizen, den hamstern wir mal eben. So, was brauchen wir denn? Öl brauchen wir jetzt hier bei unseren
Villen. Hier kann noch ein Theater hin. Ja, so schnell geht das mit dem Weizen. Bitteschön. Umstellen und das hier natürlich auch rausnehmen wieder. So, ich dachte, ich hätte hier ein Barbier gebaut. Habe ich wohl nicht. Dann machen wir das jetzt. So, unsere Gottheiten sind alle glücklich. Das ist schön. Wir werden mal ein Fest feiern. Und zwar für Mars. Das kann nie schaden. Ja, und das sieht doch auch ganz gut aus hier, ne? Eine Runde Tempel brauchen wir wieder. Ja, der Imperator dankt uns. Ja. Und wir haben unser großes Fest für Mars. So, dann baue ich jetzt hier noch ein weiteres Fort für die Legionäre auf. So. Ja, und hier haben wir jetzt schon die großen Insulas. Ja, wir fangen schon mal an und bauen jetzt hier große Statuen auf. So. Ja, die brauchen jetzt natürlich das Kolosseum. Und wir haben auch Arbeitslose und das passt ja ganz gut. So, wir brauchen noch hier spätestens dann ein Krankenhaus und eine Akademie. Die Akademie kann ich schon mal hier hinbauen. Und dann bauen wir das so, dass hier das Kolosseum hinkommt. Nämlich so. Und das Löwenhaus, das kann dann jetzt hier hin. So, dann haben wir schon die herrschaftlichen Insulas. Ja, und die entwickeln sich jetzt dank des Weines natürlich zu Villen. Dann bauen wir direkt das Krankenhaus jetzt hier schon auf. So, und da haben wir die Entwicklung zu unseren Villen. Leider gehen uns natürlich jetzt unsere Arbeitskräfte flöten. Ja, und hier habe ich leider einen Fehler gemacht, sehe ich gerade. Ich habe hier vergessen, eine kleine Sperre oder eine kleine Statue zu setzen. Das muss ich nochmal umändern. 1, 1. Ja, wunderbar. Unser Kolosseum ist einsatzbereit. So, das muss ich hier leider nochmal neu machen. Das habe ich leider vergessen. Da sieht man nochmal, wie wichtig es ist, dass man diese kleinen Statuen baut. Aber, naja, das sollten wir eigentlich ganz schnell wieder hinbekommen. So. Weg hier. Dann können die sich entwickeln. So, hier können wir jetzt die kleine Statue wegnehmen, dann entwickelt die sich weiter. Wir haben jetzt die große Villa, die braucht jetzt die dritte Nahrungsmittelart. Das wäre jetzt Obst. Ich würde aber gerne mal ausprobieren, ob wir die Wohlstandsrettung auch nur mit diesem Ausbau der Villen hinbekommen. Na, das schauen wir mal. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt die kleine Statue hier weg. Da warten wir noch, bis sich das hier ausgebaut hat.
Können aber nochmal hier Verschönerungen durchführen mit kleinen Statuen. Wunderbar. So, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Ja, uns fehlen Arbeiter. Hier haben wir noch genug Potenzial. Dann bauen wir jetzt hier mal die Schule auf und das Theater. Bei den Theaters müsst ihr mal darauf achten, auch dann nochmal eine Künstlerkolonie zu bauen. Hier haben wir genug Platz dafür. Ja, darauf habe ich gehofft. Mars segnet uns mit einem Schutzgeist. Wunderbar. Ja, ich baue hier doch noch ein Warenlager auf. Dieses Warenlager soll jetzt wirklich nur das Öl holen und dieses Warenlager nur den Wein. So, ja, ich finde, läuft alles richtig gut. Schauen wir uns mal die Wertungen an. Also, die Wohlstandswertung steigt. Da müssen wir mal gucken, wie weit wir da kommen. Gunst ist auch nicht schlecht. Da haben wir schon 58. Frieden, ja, das wird sich auch jetzt weiter steigern. Ja, Kulturwertung, uns fehlen Akademien. Bauen wir hier noch eine hin. So, und hier würde ich jetzt auch ein Silo bauen. Dieses Silo soll dann nämlich das Gemüse aufnehmen. Das kann eigentlich auch hier hin, ne? Da bauen wir es hier auf. So, du nimmst jetzt nur Gemüse auf. Dann bauen wir hier nochmal 2 Gemüsefarmen auf. So, Forum nicht vergessen hier. Und Verschönerungen. Gut. Ja, mittlerweile hat sich diese eine Villa jetzt auch wieder entwickelt. Hier kann jetzt die kleine Statue weggenommen werden. So, und dann haben wir das jetzt auch. Ja, wir werden jetzt wirklich warten und schauen, ob wir entsprechend hier mit dem Ausbau hinkommen. So, der Abschluss bildet hier die Villa des Gouverneurs. So. Mit entsprechenden Gärten. So, und hier haben wir noch Platz für ein Orakel. Das würde ich jetzt gerne bauen. Ich hoffe, ich habe Marmor. Habe ich leider im Moment nicht. Da haben wir alles verkauft. So, dieses dritte Wohngebiet hat sich auch sehr gut entwickelt. Wir müssen hier nur ein bisschen die Nahrungsmittelproduktion verbessern. Dieses Silo möchte einfach keine Mitarbeiter haben. Dafür bauen wir jetzt hier noch eine Weizenfarm auf. Wie machen wir das denn jetzt mit dir hier? Dann machen wir das anders. Dann kommt hier die Farm weg. Dann kommt hier das Silo fürs Gemüse hin. Und dann brauchen wir hier noch 3 Gemüsefarmen sollten dann eigentlich reichen. Ne? So, jetzt sollten wir tatsächlich auch anfangen, uns um unsere Kulturwertung zu kümmern.
Also, wir brauchen Schulen. Und das ist immer ganz wichtig. Da haben wir nur überdurchschnittlich. Das muss auch sehr gut bis perfekt stehen. Wir bauen mal hier noch ein paar Schulen auf. Hier und hier. Bauen hier noch schnell den Barbier auf. So, die Sägemühlen reiße ich jetzt ab. Holz haben wir genug und die Arbeitskräfte brauche ich. Jetzt für meine Kulturwertung. Immer wieder gucken wir mal hier, was wir hier haben. Jetzt brauchen wir Theater. Ja, bauen wir hier direkt noch eins, oder? Und wir können auch hier noch mal eins bauen, ne? Ja, und ab und zu immer mal gucken, ob die Theater auch Schauspieler haben. Hier steht zum Beispiel, Theater bietet keine Aufführung an. Es fehlen Schauspieler. Ja, und mittlerweile haben wir schon 5000 Einwohner in unserer Stadt Lindum. Ja, und wenn wir das hören, dann heißt es immer, der Feind steht vor den Toren. Jawohl, da steht es. Ja, wir bauen noch ein Fort und zwar für die Wurfspeerträger. Dann haben wir 3-3. Das sollte eigentlich reichen. Ja, bauen wir noch eine Künstlerkolonie hier auf. Oh je, wir brauchen weiter Akademien. Wohlstandswertung steigt. Wir geben mal unserem Imperator wieder ein Geschenk. Bitteschön. Ja, und wieder fordert der Imperator 12 Einheiten Weizen in 12 Monaten. So, wir können übrigens auch Weizen importieren, ne? Da brauchen wir den nicht zu hamstern. Allerdings, wir haben eigentlich genug Weizen, aber ich kaufe ihn trotzdem ein. So, können wir jetzt ein Orakel bauen? Nee, wir verkaufen den gesamten Marmor. So, da wird er gerade eingekauft. Ja, die Lieferung ist auch schon fertig. Super, können wir sofort verschicken. Wunderbar. Dann den Weizen brauchen wir nicht mehr zu importieren. So, wie sieht es mit unserer Kulturwertung aus? Zu wenig Bibliotheken, aber wir sind schon bei 61 angelangt. Hier keine Bibliothek hin. Ja, wir müssen hier unbedingt die Nahrungsmittelversorgung jetzt ein bisschen verbessern. Dieses Silo muss auch Weizen fordern. Damit wir hier keine Rückentwicklung haben. Das wäre echt doof. So, uns fehlen nämlich hier Bürger bzw. Arbeiter. Ja, und ihr seht, hier sieht alles bestens aus. Wir haben alles mehr als genug an Gütern. Das gefällt mir gut. Ihr braucht ein Badehaus und das werden wir jetzt nicht mehr zur Verfügung stellen. Jetzt ist tatsächlich nur noch Kulturwertung hier angesagt. Ui, wir sind auf 71. Aktive Schulen brauchen wir noch. Das können wir zur Verfügung stellen noch hier. So, das sieht gut aus. Wir haben 77 Kulturwertung erreicht. Also, das haben wir jetzt. Wohlstandswertung muss weiter steigen, Friedenswertung muss weiter steigen. Ja, und die Gunst, da arbeiten wir noch dran. So, wir haben einen Status erreicht, wo wir jetzt eigentlich gar nicht großartig mehr das beeinflussen können. Wir müssen gucken, ob wir mit dem Ausbau der Villen so zurechtkommen. Wir können wieder mal etwas Geschirr verkaufen. Ich glaube, Nahrungsmittel haben wir mehr als genug. Zur Not kaufen wir tatsächlich auch noch Weizen ein.
Ich versuche nochmal ein Orakel zu bauen. Der Imperator dankt, gerne geschehen. So, die Frage ist, ob wir unser Villengebiet auch noch entsprechend mit einer Mauer schützen wollen, aber ich glaube, das brauchen wir nicht unbedingt. Und dafür habe ich ja hier die Mauer gebaut. So, das Geschirr ist wieder verkauft worden, das können wir wieder umstellen. Möbel können wir jetzt auch noch mal ein bisschen verkaufen. Ja, dieses Wohngebiet hat sich jetzt auch sehr gut entwickelt. Ja, die Kulturwertung ist wieder nach unten gefallen. Schade. Wir brauchen jetzt Kulturstätten. Na, dann bauen wir noch mal eine Runde Tempel hier auf. Hier passt auch noch ein Tempel hin. Oh, so schnell sind die Möbel verkauft. Oh Gott. Ganz schnell wieder hier das rausnehmen. Ja, wir haben definitiv zu wenig Mitarbeiter für die entsprechenden Kulturangebote. Es ist natürlich die Frage, irgendwas müssen wir jetzt hier einstellen. Ja, eine Möglichkeit wäre, dass wir die Weinproduktion tatsächlich einstellen, den Wein importieren, den wir dann nur für unsere Villen brauchen. Das wäre noch eine Möglichkeit, dann würden wir nur noch Marmor und Waffen verkaufen. Das ist natürlich recht wenig, ab und zu noch mal ein bisschen Geschirr. Aber wir hätten genug Arbeitskräfte. Das könnten wir machen. Dafür stellen wir dann das Warenlager so ein, dass der Wein hier nicht mehr angenommen wird. Hier wird jetzt nur noch Marmor angenommen. Wir kaufen jetzt den Wein ein. Stellen den Betrieb von Reben ein und von Wein. Und damit haben wir wieder jede Menge Arbeitskräfte und damit könnte sogar die Kulturwertung nochmal steigen. Dieses Lagerhaus ist hier das einzige Lagerhaus, was Wein annimmt und das wird dann hier über diesen Hafen oder über dieses Dock entsprechend aufgenommen. Ja, und das erste Mal greifen uns die Feinde an. Geschwindigkeit runter. So, wo greifen sie an? Doch, hier. Gut, dass wir hier entsprechend unsere Legionen haben. Und natürlich hier auch. So, ihr könnt euch drehen. Na gut, dass ich die Mauer da gebaut habe. Ja, und ich habe ganz vergessen, dass wir noch den Geist des Marses haben. Einen Schutzgeist, der unsere Feinde niederstreckt. Oh, sehr schön. Da sind schon einige jetzt weg. Da kommen unsere Wurfspeerträger. Die drehen wir auch nochmal eben. Ja, und es werden wieder Angestellte benötigt. So, ja komm, dann nehmen wir das Stück Mauer mal hier weg. So, bitteschön. Ja, und dann sind jetzt nur noch die beiden Streitwagenkämpfer hier, die sich an unserer Mauer gütig tun. Ja, aber unsere Wurfspeerträger sind sehr gut. Okay, das war's schon, Gott sei Dank. Dann könnt ihr zurück. Habt ihr gut gemacht. Mauer reparieren.
Ich denke, Türme müssen wir jetzt nicht hier bauen. Sehr gut. So, wir brauchen weiterhin aktive Theater. Und ich habe eigentlich gar keine Leute mehr, aber egal. Ja, die Friedenswertung ist aber auch noch eine Sache, die mehrere Jahre braucht. So, haben denn hier die Theater Schauspieler? Nein, haben sie nicht. Das ist doof. Wir machen das anders. Wir bauen hier eine Künstlerkolonie hin. Dann reißen wir hier eine Künstlerkolonie ab. So, dann haben wir hier 2 Stück. Das reicht. Ja, und es kann sein, dass wir jetzt ein bisschen zu viel Waffen produzieren. Das müssen wir mal beobachten. Ansonsten können wir nämlich das auch reduzieren. So, ihr könnt den Einkauf von Wein natürlich jetzt hier steuern. Ihr braucht dieses Warenlager nur entsprechend so einstellen, dass hier keine Ware angenommen wird. Sonst kaufen wir uns hier nämlich dumm und dämlich mit Wein. So, die Kulturwertung ist wieder erreicht. Gott sei Dank. Wohlstandswertung steigt. Ja, und alles andere muss auch steigen. Ja, Olivenöl produzieren wir auch jede Menge, aber mit den Möbeln haben wir im Moment ein bisschen ein Problem. Verkaufen wir die? Ne, verkaufen wir nicht. Okay. So, hier haben wir Möbel, das passt. Das sieht nicht gut aus. Da fehlen die Möbel. Okay, da haben wir sie aber. Dieses Warenlager hat keine Mitarbeiter. So, wir können wieder etwas Geschirr verkaufen. Ja, das Warenlager hier für Holz war nicht in Betrieb, deswegen wurden unsere Möbelschreinereien nicht geliefert mit Rohmaterial. Na, ich hoffe, das verbessert sich jetzt. So, hier haben wir genug Olivenöl drin. Das werden wir jetzt mal stoppen. Ja, das ist das sogenannte Feinjustieren hier. So, hier können wir jetzt definitiv den Weinimport stoppen. Da haben wir genug. Ja, und wir kriegen wieder eine neue Forderung. Diesmal 36 Einheiten Weizen in 12 Monaten. Ja, wir haben Weizen jetzt eingekauft, weil wir eine leichte Unterversorgung hatten. Wir kaufen den mal jetzt wieder ein. Hier kann auch Weizen eingelagert werden. Hier hatten wir nämlich eine Rückentwicklung, weil wir zu wenig Weizen hier hatten. So, das hat sich aber jetzt wieder etwas verbessert hier. Allerdings, unsere Möbelproduktion ist hier etwas schleppend. Ich baue doch noch mal ein Sägewerk hier auf. Weil nur über dieses Warenlager wird das Holz zu den Möbelfabriken gebracht. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass wir nachher eine Unterversorgung hier haben. 36 Einheiten Weizen haben wir schon. Können wir verschicken. Ja, hier braucht jetzt kein Weizen mehr angenommen zu werden. Hier kaufen wir noch ein bisschen was ein. Ja, der Imperator dankt uns. Gerne geschehen. Es ist Januar. Ja, mittlerweile haben wir schon 81. Gunst, Wohlstandswertung. Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt müssen wir tatsächlich unsere Villen noch weiter ausbilden. Das ist ganz einfach. Wir müssen jetzt das Obst importieren. So, und dann sollte das jetzt eigentlich passen, dass hier das Obst eingelagert wird. Das wird jetzt zum Silo gebracht und dann können sich die Villen weiterentwickeln. Und da wir ja den Wein importieren und wir unsere Weinproduktion nur stillgelegt haben, haben wir auch 2 verschiedene Weinarten. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich dann die kleinen Paläste haben, wenn alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, oh ja, wir haben jetzt genug Weizen wieder im Warenlager. Das brauchen wir jetzt hier nicht mehr anzunehmen.
Ja, und hier in diesem Warenlager fehlen uns jetzt die Möbel. Aber unsere Möbelschreinereien arbeiten jetzt alle wunderbar. So, das Öl kann hier wieder angenommen werden. Ja, und Rom zahlt wieder höhere Löhne. Na, schauen wir mal. 37, ja, bei uns kriegt ja 38. Und da wandern Gott sei Dank wieder neue Bürger in unsere Stadt ein. Ja, das normalisiert sich hier wieder, aber die Möbelversorgung ist hier echt immer noch schlecht, ne? Ja, hier sind auch keine Möbel mehr da. Ja, aber wir produzieren hier wirklich jede Menge jetzt. So, wir sehen, Obst ist jetzt tatsächlich hier auch angekommen und auch hier im Silo schon. Und hier haben wir schon die Entwicklung zum kleinen Palast. So, und wenn sich jetzt die anderen auch entsprechend so entwickeln können, dann, ja, könnte das vielleicht auch mit der Wohlstandswertung dann klappen. So, ich glaube, die Möbelproduktion stabilisiert sich allmählich wieder. Wir haben auf jeden Fall schon wieder einige Möbel im Warenlager. Ja, das Warenlager dort ist auch echt doof gewählt. Ich möchte Folgendes machen. Vielleicht ist das noch eine Option. Hier in diesem Warenhaus oder Warenlager das Holz einzulagern. Und hier später die Kaserne zu bauen. Ich glaube, das ist besser. So, das wird jetzt hier nicht mehr angenommen. Ja, und da wird das Holz jetzt eingekauft. Das passt. Und das geht jetzt hier wesentlich schneller. Ja, ja, so gefällt mir das. Ja, mittlerweile haben wir schon 4 kleine Paläste, aber wie gesagt, das mit der dritten Nahrungsmittelart, das kann echt schwierig werden. Obwohl, da haben wir genug eigentlich im Warenlager und hier das Silo fordert ja jetzt das Obst, ja. So richtig ist das hier noch nicht entwickelt, ne? Ja, da fehlt uns tatsächlich immer noch Möbel, auf jeden Fall genug Möbel. So, wir können wieder hier etwas Weizen einlagern. Ja, mittlerweile hat sich hier die Lage verbessert mit den Möbeln und auch mit den Nahrungsmitteln. Dann können wir jetzt hier mal ein paar Verschönerungen durchführen mit Gärten. Wir wollen ja hier eine schöne Stadt haben. Ja, das war ja klar gewesen, dass jetzt der Imperator 12 Einheiten Möbel haben möchte. Oh. Genau das, was ich am wenigsten habe. Wir haben 13 im Warenlager, können wir verschicken. Ach Gott, ja. Dann haben wir wieder keine Möbel hier. So, Geschirr haben wir wieder jede Menge. Ich habe noch mal 2 Möbelschreinereien gebaut. Ja, ich weiß. So, hier können auch Möbel noch angenommen werden. So, mittlerweile sieht es eigentlich ganz gut aus. Kulturwertung haben wir geschafft. Die Wohlstandswertung steigt weiterhin. Ich gehe mal davon aus, dass wir die schaffen, obwohl wir nicht alle Villen maximal zu kleinen Palästen ausbilden können. Ja, hier denke ich mir mal, noch 1-2 Jahre haben wir die auch geschafft. Ja, und jetzt mit den Möbeln, die wir geschickt haben, müsste das eigentlich auch passen. Zum Schluss schenken wir noch dem Imperator ein üppiges Geschenk. Unsere Gottheiten sind erfreut, wir können aber mal ein Fest feiern. Und zwar für Merkur. Selbst der Arbeitsmarkt sieht sehr gut aus. So, hier machen wir auch nochmal die letzten Verschönerungen. Wir müssen jetzt nichts mehr an Kultur machen.
So, der Imperator dankt, bitte gerne. Dafür habe ich jetzt keine Möbel mehr hier, aber naja. Wir haben jetzt hier jede Menge Möbelschreinereien, also sollte jetzt sich am besten wieder mal hier normalisieren. Naja, unser Fest für Merkur. Ja, mittlerweile haben wir hier tatsächlich jetzt 5 kleine Paläste, aber ich denke mal, die anderen 3 werden wir nicht entwickelt bekommen. Dafür ist der Import von Obst einfach zu niedrig. Das wird nicht reichen. Aber es reicht auf jeden Fall für unsere Wohlstandswertung. Wir haben Januar. Und dann sehen wir nämlich, dass wir das mit dem Ausbau tatsächlich geschafft haben. Ja, jetzt brauchen wir noch die Friedenswertung. 2 Jahre, denke ich mir mal, brauchen wir noch. Ja, und die Gunstwertung, da werden wir nachher nochmal mit dem Geschenk aushelfen. Gut. Ja, und die nächste Forderung kommt. 12 Einheiten Geschirr. Okay, ja, Geschirr habe ich gerade verkauft. Können wir aber auch so einstellen, dass wir es importieren jetzt erstmal. Das haben wir auch schon im Warenlager. Können wir verschicken und dann kaufen wir jetzt erstmal Geschirr ein. Ja, und der Imperator dankt auch schon. So, da wird das Geschirr gerade eingekauft. Das können wir jetzt auch wieder ausschalten. Da haben wir wirklich jetzt mehr als genug. Ja, der Imperator hat eine ganz andere Forderung jetzt für uns, nämlich Truppen. Okay. Eine kleine Truppe wagt einen Angriff. Okay, ja. Also da würde ich jetzt 2... Also einmal Legionäre, zweimal Wurfspeer. Das sollte eigentlich reichen. Ja, und dann können die los. Gut. Ja, und dann machen sie sich auf den Weg. Wunderbar. Ja, das hat sich ja auch wieder stabilisiert. Kommen denn da mal Möbel? Ich glaube, ja. Ja, wunderbar. Das passt. Haben auch schon wieder Arbeitslose. Ja, ich glaube, die Versorgung mit Möbel ist wieder gewährleistet. Alles hat sich wieder gut entwickelt. Ja, wie gesagt, 2 der Villen hat keine dritte Nahrungsmittelart. Das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Nicht so schlimm. Und endlich konnten wir unser Orakel bauen. So. Und wir kriegen eine Segnung von Merkur. Versteckte Warenbestände in einem Silo. Oh. Ja, tatsächlich dieses Silo hier, wo wir Fleisch jetzt drinnen haben. Ach, das ist ja auch nicht schlecht. Damit könnten wir eventuell sogar diese beiden Villen hier noch weiterentwickeln. Können wir Fleisch einkaufen? Nein, das hätte mich jedoch gewundert. Ja, dank dieser Segnung von Merkur haben wir jetzt hier tatsächlich fast alle Villen zu den kleinen Palästen ausbilden können. Nur diese eine Villa hat leider noch keine Nahrungsmittel der dritten Art bekommen, um das mal so schön auszudrücken. Ja, das neue Jahr hat begonnen. Wie sieht es jetzt aus? Ja, wir haben die Friedenswertung von 70 erreicht. Wenn wir jetzt noch ein Jahr in Frieden hier leben, haben wir es geschafft, weil wir nachher noch ein Geschenk dem Imperator geben. Ja, und dann haben wir alle Wertungen. Wir haben keinen Wein mehr, den müssen wir jetzt natürlich wieder freigeben, dass der jetzt hier angenommen werden kann. Rom zahlt wieder niedrige Löhne. Okay, 41 Dinari. Naja, doch ist es noch so, dass der Feind sich nähert.
sagen, ein ausgewachsener Angriff erfolgt in Kürze. Ja, ich hoffe, meine Truppen kommen bald mal wieder. Vielleicht noch ein Fest für Mars. Nun möchte der Imperator 12 Einheiten Holz haben. Die habe ich, glaube ich. Jawohl. Bitteschön. Ja, mittlerweile haben wir schon September. Das Jahr neigt sich dem Ende. Ja, und wir sollten eigentlich dann alles haben. Mit dem Holz kriegen wir jetzt auch die Wertung der Gunst mit 100. So, der Imperator dankt. Unser Fest für Mars. Oh, 99, wie frech ist das denn? Okay, dann kriegt jetzt er noch ein Geschenk. Ah nee, wir warten noch damit, weil wenn das neue Jahr anbricht, haben wir ja wieder eine Reduktion unserer Gunst. Da warten wir jetzt noch. Ja, Wein haben wir jetzt auch wieder mittlerweile genug. Hier sieht auch alles bestens aus. So, und Dezember. Ja, und es ist Januar. Wir haben die Friedenswertung erreicht und wir brauchen jetzt nur noch die Gunstwertung. Da werden wir jetzt ein Geschenk verschicken. Leider sind meine Soldaten nicht zurückgekehrt irgendwie. Die sind noch im Imperiumsdienst. Das ist aber uns egal. Wir verschenken nochmal ein üppiges Geschenk und schließen diese Mission der City Builders für Caesar 3 nun erfolgreich ab. Jawohl, wir wurden befördert zum Sekretär. Und diese Beförderung nehmen wir nach all den Mühen jetzt endlich gerne an. Ja, Sieg, herzlichen Glückwunsch. Wieder einmal habt ihr bewiesen, dass ihr zu Roms besten Gouverneuren gehört. Ja, eine anspruchsvolle Mission. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie die anderen Missionen der City Builders für Caesar 3 sind. Bis zum nächsten Wiedersehen und Hören wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.